Ich bin Wolfgang Richter. Ich arbeite als Senior Associate in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin seit 2010. Davor habe ich im Staatsdienst gearbeitet als Generalstabsoffizier in der deutschen Bundeswehr und ich war sehr lange Zeit auf Posten in deutschen Delegationen bei internationalen Organisationen, der Konferenz für Abrüstung in Genf, den Abrüstungsforen der Vereinten Nationen in New York und zuletzt bei der OSZE in Wien. Ich denke, die NATO hat sich sehr früh dafür entschieden, Rüstungskontrolle in ihr Programm aufzunehmen. Es geht zurück auf den Bericht des damaligen belgischen Außenministers Harmeel von 1968, der erkannt hat, dass die NATO ihre Sicherheit nicht nur auf Abschreckung aufbauen kann, sondern dass sie sich auch bemühen muss um Rüstungskontrolle, sowohl nuklear als auch konventionell, mit der damaligen Sowjetunion. Und dies ist dann in den Beschluss auch eingegangen, einen sogenannten Double Track, also einen doppelten Ansatz zu verfolgen, nämlich den der Verteidigung, aber auch den des Dialogs und der Rüstungskontrolle. Und nur in diesem Kontext konnte Sicherheit gewahrt werden. Die NATO hat diesen Ansatz fortgesetzt bis zum erfolgreichen Abschluss von Rüstungskontrollverträgen seit 1987, INF-Vertrag, und 1989-90 mit dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa unter generellen Entspannung, die dann folgte. Rüstungskontrolle war also immer ein Thema innerhalb der NATO-Gipfelkommuniqués. Und das hat sich übrigens auch nicht geändert, als die neue Krise 2014 ausbrach. Das heißt, in den Gipfelkommuniqués von Wales 2014, Warschau 2016 und auch Brüssel 2018 nimmt die Rüstungskontrolle und auch die Vertrauensbildung immer noch einen großen Anteil in diesen Kommuniqués ein. Nun, also die Verletzungen der Rüstungskontrollverträge oder besser gesagt der Rückzug aus den Rüstungskontrollverträgen ist natürlich durch beide Seiten hervorgerufen worden. Wir haben eine generelle Abwendung innerhalb der amerikanischen Administration von den älteren Rüstungskontrollverträgen aus dem Kalten Krieg und der Versuch der Anpassung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa scheiterte seit 2001, als man Rüstungskontrolle mit anderen politischen Zielen verknüpft hat, was dann dazu führte, dass der alte KSE-Vertrag nicht mehr wirksam war. Wegen der NATO-Erweiterung konnte man kein Blockgleichgewicht mehr herstellen. Das Anpassungsabkommen auf der anderen Seite wurde nicht ratifiziert, sodass Russland, verärgert, dann 2007 sich entschloss, den alten KSE-Vertrag zu suspendieren. Das ist eine schlechte Entwicklung, denn gerade dort, wo wir heute die Spannungen haben, die militärischen Spannungen in der NATO-Russland-Kontaktzone im baltischen Raum, besteht keine konventionelle Rüstungskontrolle. Die Balten sind dem KSE-Vertrag nie beigetreten, Russland hat ihn suspendiert und die NATO-Staaten haben das Anpassungsabkommen nicht ratifiziert. Das mögen wir heute bedauern, aber so ist die Lage und deswegen brauchen wir etwas Besseres, gerade für diesen Raum. Wenn wir zum INF-Vertrag kommen, sind die Dinge etwas anders gelagert. Zwar gab es auch schon 2007 Versuche der Russen und Amerikaner noch gemeinsam in den Vereinten Nationen, den Vertrag zu multilateralisieren, denn der Vertrag verbietet nur bodengestützte Mittelstreckenwaffen zwischen 500 und 5000 Kilometer Reichweite, aber eben nicht die see- und luftgestützten Waffen, die heute eine große Rolle spielen, auch im konventionellen Bereich. Und neue Staaten haben sich diese Waffen bodengestützt zugelegt. Ich nenne hier Staaten im Nahen Osten, Israel, Iran, Saudi-Arabien, in Südasien, Pakistan und Indien, aber auch vor allem in Ostasien von China, die 1989 nur ein kleines Arsenal hatten, aber das ist angewachsen, bis hin zu Nordkorea und auch anderen Staaten in der Region. Das bedeutet,
Es geht nicht nur um mögliche Vertragsverletzungen Russlands, die aber nie verifiziert worden sind, wie der Vertrag das eigentlich vorsieht. Hier gäbe es vielleicht noch eine Lösung im Kompromiss, dass man sagt, bestimmte Raketen, die ein Standarddesign haben, wie es im Vertrag steht, das dem Vertrag entspricht, wären zulässig. Andere aber müssen ausgeschlossen werden und das Standarddesign bezieht sich immer auf die Komposition von Sprengkopf, Steuereinrichtungen, Tankfüllung, Booster und anderen Einrichtungen in einer Rakete. Damit kann man variieren, sodass es durchaus möglich wäre, vertragskonforme Lösungen zu finden und andere auszuschließen. Leider kann man zwar sagen, dass dieser Vertrag noch nie die see- und luftgestützten Waffen beinhaltet hat, die heute eine sehr wichtige Rolle spielen. Insofern ist der Vertrag vielleicht militärisch nicht mehr so von entscheidender Bedeutung wie 1987. Aber das politische Signal ist verheerend. Wir haben einen Vertrag verloren, der eine ganze Klasse von nuklearfähigen Raketen eliminiert hat. Und das ist ein schlechtes Signal für andere Rüstungskontrollverträge und insbesondere für den Vertrag, den sogenannten New START-Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffen. Wenn dieser Vertrag nicht innerhalb der nächsten 13 Monate verlängert wird, werden wir ihn verlieren und dann hätten wir eine Situation wie vor 1972. Das heißt, Nuklearwaffen werden überhaupt nicht mehr begrenzt. Ich denke, es ist eine alte und traditionelle Politik seit 1968, Rüstungskontrolle in das Gesamtkonzept von Verteidigung, Abschreckung, aber auch Dialog und Kooperationsbereitschaft einzubinden. Die Alternative zur Rüstungskontrolle ist der Waffenwettlauf. Und ich glaube, jeder wird begreifen, dass ein ungebremstes Wettrüsten dazu führen wird, dass die Welt nicht sicherer wird, sondern instabiler. Und diese Prozesse müssen irgendwo kontrolliert werden. Wir brauchen auch die gegenseitige Verifikation, wir brauchen Transparenz und all dies geht eben nur über die Rüstungskontrolle, auch über Verträge oder zumindest politische Vereinbarungen, die dann zu mehr Transparenz, aber auch zur Begrenzung führen.